Ja, was geht? Es ist jetzt eine Woche her, einige Zeit her, dass ich das erste Video zu Nemesis LC gebracht habe und im Prinzip ist das jetzt das zweite Let's Play, wenn man es so nennen möchte. Ähm, Ihr seht schon, ich bin Level 33, es ist viel passiert. Ich gehe das chronologisch durch, keine Panik. Ich habe an jeder interessanten Stelle Aufnahmen gemacht. Ihr werdet alles erfahren. Was soll ich sagen? Ich war einfach im Nostalgietrip und habe die Tage im Procyon genossen und ein bisschen gelevelt und verschiedene Dinge gemacht, die hier auf dem Server wichtig sind. Und da geht es jetzt heute drum. Ich erzähle euch, was passiert ist. Anschließend gehen wir uns ganz wichtig zum Highlander-Skill und plus noch eine Waffe, aber der Reihe nach. Also bevor wir mit irgendwas leveltechnisch anfangen, ein werter Zuschauer namens Conversations hat uns ein Pet-Namensschild geschenkt. Vielen Dank dafür. Wir haben das natürlich genutzt und das hier hat dementsprechend Conversations genannt. Das habe ich dann auch, sofern es Situation zugelassen hat, AFK gelevelt am Sonntag. Scheiße, heute ist Sonntag. Am Samstag, gestern war ich sehr fleißig. Da war Pet-Event. Es war relativ schnell Level 16 und ist jetzt, glaube ich, mittlerweile Level 23. Also immer, wenn ich daheim bin und Zeit habe, aber keine Zeit fürs Zocken oder sowas habe, stehe ich dann mit einer Schlangenstatue und level das hoch. Dann ist wichtig, ich konnte relativ früh eine Lehrlings Axt plus 15 auftreiben und habe damit dann ein Procyon durchgefarmt. 37er Pferdebuffs und plus 15 Lehrlingswaffe sind natürlich schon mächtig. Das hat eigentlich nicht viel mit dem zu tun, was man da früher gemacht hat. Aber nichtsdestotrotz, es ging eigentlich ganz gut. Ich glaube, die erste Stunde, wo ich gefarmt habe, ich habe alle FP-Samen, die ich bekommen habe, verballert. Ich glaube, ich habe eine halbe Stunde mit Sperre gefarmt, dann die Sperre rausgemacht, einfach weiter. Ich glaube, ich bis Level 22 oder so kommen in einer Stunde, in einer halben Stunde sozusagen. Was wichtig ist auf dem Server, also wenn ihr hier spielen wollt, jeden Tag zweimal voten für die Vote-Tokens, das kann ich euch gleich mal zeigen. Jeden Tag die Dailies machen, da gibt es sowohl von Level 17 bis 19, das ist dann so Ghouls und Mumien kloppen und ein paar Monster in Juno kloppen, als auch von 20 bis 29 eine Daily, die 40 FP-Samen gibt, die man immer gut mitholen kann. Und im Prinzip gibt es in jedem Levelbereich gibt's Dailies, die sich wirklich lohnen, wo man XP bekommt, als auch gute Level-Items. Und dann auch ganz wichtig, ich meine, ich kann, glaube ich, mal gerade das Wiki dafür aufmachen. Es gibt hier ein Quest-Wiki, wo die Quests alle drin sind. Man sieht hier Dailies, da bin ich jetzt schon rausgelevelt. Hier beispielsweise 50 von diesen Todesgöttin-Kloppen gibt fast 300.000 EP, was man auch wieder verdoppeln kann. Lilie und 6 XP-Scrolls, das ist wirklich gut. Also wirklich gut. Die würde ich auf jeden Fall machen. Ansonsten kann man eigentlich fast jede Quest, die man so bekommt, die bauen teilweise aufeinander auf, deswegen muss man gucken. Aber die geben alle unfassbar gute Items. Also ich kann nur jedem empfehlen, guckt euch an, welche Quests es in eurem Levelbereich gibt. Macht die, verbringt die Zeit da, es lohnt sich wirklich. Ich habe immer, wenn mir langweilig war und ich keinen Bock hatte zu kloppen, habe ich einfach Quests gemacht. Da kamen super Items dabei, da kamen teilweise Quests, wo man Level 24 irgendwie 200.000 EP bekommen hat. Wenn man die mit Lilie abgegeben hat, waren das irgendwie 40%. Also man levelt auch gut damit, es lohnt sich einfach. Also jede Daily, jede Quest annehmen, durchziehen, das ist klasse. Wer es noch nicht gesehen hat, es gibt hier diesen Vote for Buff. Wenn man votet, kann man sich einen 12-Stunden-Buff holen. Entweder Damage gegen Monster, Oprate, Goldrate. Wirklich nice. Und einmal kurz schnell hinlaufen.
Bei Estella kann man die Vote-Tokens, wie gesagt, zweimal am Tag kann man voten, kriegt einen Token, kann mir gegen Gegenstände eintauschen. Also diese Standard-Level-Pots kostet ein Pot ein Token. Ich habe hier so Super Skill Pill und Lucky Blast. Iris kosten 3. Und gibt es alles Mögliche, was man gebrauchen könnte. Also zweimal am Tag voten, die Dailies machen und alle Quests machen, die man annehmen kann, dann fährt man hier ziemlich gut. Dann kriegt man auf Level 10, Level 20, Level 30, Level 40, ich gehe davon auch aus, auf Level 50 und 60 so eine Box, wo auch nochmal, sag mal, ein komplettes Pot-Set für eine Level-Session dabei ist. Und die Level gehen echt gut. Was ebenfalls super, super wichtig ist, weil es hier anscheinend extrem gebufft worden ist, ist Combat-Gruppe. Also es war jetzt heute, ich habe dann von Level 26 bis 28 habe ich gequestet und gelevelt. Von 29 bis 30 ein bisschen im Magadum dann gewesen. Und dann später 31, 32, 33 auch im Magadum gemacht. Das ging wunderbar gut. Es war jetzt heute Mittag auch noch ein 30% DXP-Event. Und wenn man eine Combat-Gruppe dabei nutzt, dann ist wirklich, ich weiß nicht, ob das, ich mag jetzt nicht lügen, ich müsste jetzt die Files durchgucken, aber ich glaube, die Monster geben ohne alles, geben die auf Channel 1 irgendwie 44.000 mit Lilia und XP-Scroll, mit einer Ferngruppe irgendwie 55.000 und mit einer Combat-Gruppe mit zwei anderen fast 90.000. Wenn man sie selber komplett gloppt und kriegt, wenn man keinen Damage bei einem gemacht hat, glaube ich noch 12.000 jedem anderen Mob, also gefühlt doppelte EP, also so extrem wird es nicht sein. Da hat noch der 30% Bonus, aber bestimmt 20-30% EP mehr als absoluter Cheatcode. Und es wird auch regelmäßig nach Gruppen in Magadum oder Zinxen oder den Wanderern gefragt, weil man da wirklich einfach hart XP machen kann in einer Gruppe, vor allem wenn du ordentlich viele Chars hast, die natürlich ein ganz hohes Killspeed haben. Dann interessant noch, ich habe mir eine 37 plus 10 Rüssi besorgt. Ich denke, die sollte uns tragen bis ans Cap. Würde mich wundern, wenn ich als Titan mehr brauche. Noch Pferdebuffs. Es ist am Wochenende manchmal ein Event, wo man hier Cars und Nails droppt in den Dungeons. Ich glaube Procyon Level 6er und Magadum Level 9er und Wirbel der Schmerzen oder Tempel der Vergessenheit, wie er früher hieß, die 12er. Also da könnte man auch noch ein paar Nails reinhauen oder Physical Defense Minerals, wie es im Englischen heißen. Das sollte also kein Problem sein. Und habe mir auch eine 37 plus 15 organisiert. Da hatte ich echt Glück, die wirklich günstig bekommen. Und habe auch noch die 21 plus 15 Axt, die ich wahrscheinlich sogar mit einem Gewinn verkaufen kann am Ende, weil ich die damals, was heißt damals, vor einer Woche auch extrem spottgünstig bekommen habe. Okay. Ich glaube, das war alles, was ich euch erzählen wollte, was die Woche so passiert ist. Wir gehen jetzt als allererstes mal zum Trainer und machen uns zum Highlander. Das hat mit der Combat-Gruppe, das Level hat so gut geklappt, dass ich glaube, seit Level 25 gar nichts mehr geskillt habe. Von daher wundert euch da nicht, dass das ein bisschen karg aussieht. Also wir haben irgendwie 12.000 FP. Das sollte mehr als genug sein. Und man kommt an FP, habe ich gehört, scheinbar auch gut dran. So, jetzt mal Highlander. Und dann müssen wir mal gucken. 12 Geschick, 2 Stärke, 12 Stärke. Okay, 12 Geschick, 12 Stärke. Das ist aktuell. Da freue ich mich drauf mit Level 50. 12 Geschick, 2 Stärke. Dann können wir schon mal den vielleicht wichtigsten Skill, Perfect Body, der scheint hier einfach nur ein passiver zu sein, der immer aktiv ist, wenn ich das verstanden habe. 12 Geschick auch, ne?
Scheiße, habe ich Intelligenz gedrückt. Yikes. Lost. Müssen wir gleich zurückholen. So, es ist Sonntag. Ich bin nicht ganz auf der Höhe. Okay. Gehen wir gerade mal gucken, ob wir uns die zurückholen können. Intelligenz als Tarn geskillt, das ist ganz wild. Und zu guter Letzt, bevor wir hier bei dem da war das Red Restoration Intelligenz runter haben. Was zieht er mit ab? 240.000. Und dann müssen wir gleich mal gucken, oder das war später, wo wir die draufsetzen. Kick-Ass, ein Ritter hier, war in Spendierlaune und hat Gegenstände verschenkt und hat ein paar Waffen verschenkt. Da habe ich gefragt, ob er irgendeine Waffe auch gegen Cash verkaufen möchte, dass er das Cash verschenken kann. Und da hat er mir die für ein bisschen Cash verkauft. Und ich glaube, wir machen uns jetzt mal den Spaß, ob wir die geplust bekommen, stellen uns hier neben unseren Freund. Und vielleicht haben wir ja Glück. Und dann haben wir schon direkt ausgesorgt mit der nächsten Waffe. Die meiner Meinung nach auch eine der schöneren Äxte ist. Theoretisch müsste ich die nicht auf Level plus 15 machen. Aber was soll der Geiz? Plus 14. Plus 15. Wunderbar. Glück gehabt. Da kann sich der Hater noch was abschalten. Und damit haben wir eine der schöneren Äxte für den Levelbereich Mitte 40 oder Anfang 40. Also ich glaube, man noch 8 Level, dann können wir die tragen. Und sind perfekt ausgestattet schon mit der nächsten Waffe. Ich schaue mal, ob ich vielleicht die Rüstung noch auf plus 12 mache im Laufe der Zeit. Und man kommt auch gut an HS dran. Kann man nur einzeln nutzen. Wir sind bei 33 HS und was weiß ich, 23 ES. Kann man sich nicht beschweren, es funktioniert echt super. Ich habe noch nicht gezockt mit den ganzen Items, das machen wir alles in der Zukunft. Erstmal dachte ich, ich spiele den Server ein bisschen, um auch ein Gefühl dafür zu bekommen, ob es Sinn macht, hier längerfristig ein Let's Play zu starten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es gefällt mir sehr gut. Es ist nicht Cash-intensiv, es ist nicht Grind-intensiv, es ist aber auch nicht zu einfach und zu geschenkt, dass es keinen Spaß macht. Es fühlt sich, es ist ein guter Pace und der Fokus durch die Combat-Gruppe ist schon ein bisschen auf dem Gruppenspiel. Also, ich denke, hier können wir weitermachen. Es kommt die Woche noch ein zweites Video. Ich hatte so viel Spaß im Procyon, dass ich dem Ganzen ein eigenes Video spendiften wollte. Und dann schauen wir mal, was zum Let's Play nächste Woche weitergeht. Und deswegen würde ich sagen, euch noch einen schönen, ich gehe davon aus, das kommt erst am Montag raus, obwohl heute Sonntag ist, also euch einen schönen Start in die Woche. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut.